Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch meine Morgenroutine. Ich bin jetzt komplett ohne Make-up, aber jetzt fange ich mal schnell an mit meinem ersten Schritt. Das ist das FYI Squalane. Ich nehme einfach ein paar Tropfen in die Hand und gehe über mein ganzes Gesicht, auch unter die Augen. Ich verwende keine Augencreme. Und es ist ein Feuchtigkeitsspender, die hat kein Geruch, keine Farbe und ist für die meist empfindliche Haut zu verwenden. Ich nehme noch mal einen Tropf, weil ich mache das am Ende, ich mache das dann auf die Hände und auch gerne noch mal so in die Haarspitze. Es ist echt so ein Multi-Öl. Ich liebe es. Und dann geht es sofort weiter mit den FYI Moisturizer, ganz neu bei uns im Sortiment. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 30, nehme aber nicht so viel wie im Sommer. Also das reicht mir jetzt. Mache einfach überall ein paar Dots. Ihr werdet sehen, es wird alles verschwinden. Ich werde keine Mumie sein. Jetzt ist meine Haut fertig für den Make-up. Also die Basis liegt und mein Canvas ist, freut sich auf die Grundierung sozusagen. Und dafür nehme ich immer gerne das Hero Mineral Foundation. Also ich nehme einfach ein bisschen Puder in den Deckel und den Flat Top Foundation Brush, auch von Hero. Und das Tolle von Mineral Foundation ist, das ist auch wie Squalane für die meist empfindliche Haut zu verwenden. Weil es sind nur ein paar Inhaltsstoffe, kein Wasser, keine Öle, nur Mineralen und Zink und Eisenoxide. Eine meiner all-time Langzeit-Favoriten, weil man spürt es nicht auf die Haut und es hat auch einen Lichtschutzfaktor von 25. Und das ist schön, also zusammen mit dem Moisturizer und den Foundation hat man einen sehr guten Schutz. Meine Next Step mache ich nicht jeden Tag, aber ich mache es heute doch, weil ich habe nicht so gut geschlafen. Das ist den Hero Space Balm Corrector in der Farbe Cora. Das ist eine Lachs, peachy Farbe. Ich nehme gerne einen Pinsel. Ich bringe es an mit einem Pinsel und dann tupfe ich mit meinem Finger so noch ein bisschen nach. Und auch hier in die Ecke, wo es so blauig ist, auf meine Augenlid. Weil da sind auch so Aderchen. Ich hoffe, ich sage das jetzt korrekt auf Deutsch. Nicht lachen, bitte. So, und dann habe ich eine Mini-Basis für meinen nächsten Schritt. Das sind die Hero Multisticks und die liebe ich und die verwende ich täglich auf Wangen und Augen. Manchmal auch auf Lippen, aber nicht zu oft. Ich bin nicht so ein Lippentyp. Heute nehme ich auf das Augen der After Hour, weil das ist so ein orangener Ton, wie gesagt. Und das macht blaue Augen noch mehr poppig. Also, ich nehme da einfach einen Finger und auch immer wieder erstmal kurz auf die Handfläche. Weil dann weiß man, okay, wie stark ist das Produkt jetzt. Und dann gehe ich einfach auf mein Augenlid. Und man sieht eigentlich schon, dass das Blau viel poppiger ist. Nächstes nehme ich dann Backstage für auf meine Wangen. Das Rosa macht mir jetzt noch ein bisschen mehr Frische und gibt mir mehr Frischheit ins Gesicht. Einfach auch auf die Finger, auf meine Wangen. Und was so toll daran ist, es ist ein Cream. Aber es fühlt sich nachher als Puder an. Also es ist nicht ein schweres Produkt. Man sieht jetzt schon, finde ich, auf eine gesund aus. Also hätte ich die ganze Nacht super gut geschlafen, habe ich nicht. Dankzij meinen Kindern. Vorletzter Schritt, ich habe noch zwei. Aber das ist mein favorite Highlighter. Das ist Hermès Master Mixer. Und auch da gehe ich einfach mit dem Finger rein. Erstmal auf die Hand und auf diese Knochen, die man hier hat. Und das ist mein Ultra-Tipp für Mutter, für Leute, die nicht so gut geschlafen haben. Highlighter saves your day. Weil das gibt Licht in dein Gesicht und das sieht aus, als ob du super geschlafen hast. Auch hier auf den Knochen unter deiner Augenbraue. Und dann kann man noch so ein bisschen auf die Nase oder hier in den Cupid's Bow für ein bisschen schönere Lippen. Und dann, als letztens, die Mascara. Das ist meine Favorit seit Monaten. Die After Midnight von Ilia. Ich bin normaal gar kein Fan von Silikonbürsten, aber mit Ilia haben die es irgendwie hingekriegt, dass ich die doch liebe. Weil, ich zeige euch, die macht echt coole Sachen. Und ich gehe mal weiter mit meinem zweiten Auge. Immer so Ziggy-Zaggy Bewegungen machen. Und eigentlich ist das jetzt schon mein Look. Ich kann noch mal die Haare... Ja, das ist mein täglicher ich gehe zu Amazingy ins Büro Look. Und ich habe noch einen letzten Tipp.
wen man zum Beispiel abends ein bisschen mehr braucht oder man hat noch ein Date oder ja, man geht noch mal irgendwo hin, dann kann man zum Beispiel mit einem Eyeliner oder ein loses Puder von Hero, macht man einfach noch mal so einen schönen Wing Eyeliner dazu und ja, dann kannst du auch den Abend noch mal rocken.